Hallo und herzlich willkommen auf dem Permakulturkanal. Heute möchte ich dich auf einen kleinen Rundgang, einen Ernterundgang mitnehmen. Und die erste Ernte sind die Brennnesselsamen. Wir haben im Garten 3 Standorte für Brennnessel und hier versuche ich so viel zu sichern, wie es geht. Auch mit den Gurken werden wir gerade völlig überschüttet und die Ernte geht weiter. Aber heute soll es nicht um die Gurkenernte gehen, sondern um den Platz daneben. Und zwar wachsen hier, man sieht es kaum, die kleinen Chili-Pflanzen. Und heute möchte ich alle Wildkräuter ernten, trocknen oder in der Küche frisch verarbeiten. Und da kann ich euch vorab schon sagen, das ist eine ganze Menge geworden. Melde, Baumspinat, auch Vogelmiere habe ich gefunden. Und alles, was natürlich nicht in der Küche verarbeitet wird, wurde daneben kompostiert sofort. Melde, Vogelmiere und Weizengras versuche ich gerade so viel zu trocknen, wie es geht. Ich möchte da Suppengrün für Winter bevorraten und das klappt bis jetzt ganz gut. Ein paar Schraubgläser sind schon zusammengekommen, aber der Winter ist ja lang. Nach der Trocknung werden die Kräuter zerkleinert. Ich bewahre sie in Schraubgläser auf und für 5, 6 Monate klappt das natürlich ganz gut. Heute habe ich noch entdeckt, dass die ersten Goldrute-Blüten aufgehen. Diese bevorrate ich auch für einen milden Wintertee. Goldrute hat Wirkung, so Abwehrkräfte stärkend. Und mit Ringelblumen zusammen als Teemischung ist das ein ganz milder Tee. Es ist ein toller Nierenblasentee, wirkt harntreibend und ich nehme das speziell für die müde Beine als Teemischung und auch für die Fußbäder demnächst. Ich möchte Goldrute auch etwas räuchern und dafür brauche ich wirklich eine ganze Menge. Da kommt im August noch einiges zusammen. Die Fragen zu Amaranthpflanzen möchte ich ganz gerne in diesem Video beantworten. Es sind Pflanzen in vielen verschiedenen Stadien, weil wir von Mai bis August immer noch weiter aussehen, die Pflanzen. Es wird meist grün verwendet, aber hier ist schon eine Pflanze in die Blüte gegangen. Und die wollte ich mal zeigen. Das sind kleine Wedelchen. Die Samenkörner sind sehr winzig und sind eigentlich sehr, sehr schwer als Getreide zu ernten. Man braucht schon so etwas Geschick und ein paar Siebe und Geduld zum Experimentieren. Die habe ich natürlich. Amaranth hat in sich eine ganz interessante Substanz und die heißt Squalen. Die sorgt für die Zellenerneuerung im Körper. Squalen befindet sich meist im Getreide, im Blattgrün, am wenigsten allerdings. Diese Pflanze hat allerdings im Garten nicht so extra Platz oder Beete, sondern wächst mehr wie Beikräuter, so zwischen anderen Pflanzen, so wie Melde, Baumspinat und Vogelmiere und andere Beikräuter. Und im Oktober, wenn die Ernte kommt, dann ist es sehr spät und da waren die meisten Pflanzen auch schon beerntet. Hier habe ich eine Pflanze entdeckt und das ist die Freilandtomate, die Braunfäule gefangen hat. Und das ist aus 20 Pflanzen die einzige, die so extrem von der Braunfäule befallen ist. Die lasse ich komplett stehen, bearbeite gar nicht, sondern ich beobachte die Pflanze, was passiert denn mit ihr und ob die sich überhaupt erholen kann. Die anderen sind kerngesund und mein experimenteller Geist war stärker. Ich wollte mehr beobachten
und nicht die Ernte retten. Was ich trotzdem um die Pflanze herum gemacht habe, die befallen ist mit der Braunfäule. Ich habe ganz viele Beikräuter beerntet und der Pflanze somit viel Luft gelassen. Die Vogelmiere, die war am Wuchern und hat ganz viel Platz für sich beansprucht. Und sonst lasse ich die Tomate stehen und beobachte die nächsten Wochen. Ungefähr vor 3 Wochen haben wir Knoblauch geerntet und meist lassen wir den auch dann liegen zum Trocknen. Jetzt ist der Knoblauch getrocknet. Ich flechte den komplett in die Zöpfe und dabei träume ich so ein bisschen auch von dem nächsten Jahr, wie es war, wie die Aussaat war. Und demnächst im Oktober wird auch Knoblauch nochmal ausgepflanzt. Diese Kreisläufe, Gedanken, die sind allgegenwärtig und richtig präsent. Auch die Stangenbohnen haben jetzt die ersten Blütenansätze. Ich freue mich auf die Ernte demnächst. Die fällt jedes Jahr sehr üppig aus und es wird auch die nächste Bevorratung mit den Bohnen. Ich habe sogar letztes Jahr ein paar getrocknet. Noch letzte Woche habe ich die Weiterführung mit den Stöckern gemacht für die Bohne und diese Woche fangen die schon an zu blühen. Die blühen recht spät und die Ernte fällt recht spät aus, also zwischen August und September ist die Ernte. Aber wir warten gerne darauf, weil die Bohnen sind wirklich sehr, sehr köstlich. Neben der Gurkenernte und einigen Aufgaben im Garten diese Woche habe ich 3 tolle Entdeckungen gemacht und die möchte ich mit dir natürlich teilen. Und als erstes habe ich die Borretschwiese entdeckt und vom Weiten dachte ich mal, ach, so viele Borretschpflanzen wieder, die muss ich mal kompostieren. Dann kam ich näher und habe so viele Bienen und Hummeln gesehen. Es hat mir einfach unheimlich leid getan, denen eine Nahrungsquelle zu entziehen. Und natürlich habe ich die Borretschpflanzen stehen gelassen. Auf unserer Kräuterwiese habe ich die neuen Triebe der Vogelmiere entdeckt, habe mich sehr gefreut. Die meisten natürlich verzehren wir frisch und manche werden wir dann auch trocknen. Für Suppengrün eignet sich Vogelmiere auch ganz toll. Neben Vogelmiere wächst Spitzwegerich und der hat sich von alleine jetzt ausgesamt im Sommer und die neuen Triebe, die sind so saftig grün und daraus mache ich jetzt Spitzwegerich Honig und trockne die Blätter für eine weitere Teemischung. Daneben wächst Giersch und da hatten wir im Frühjahr eine tolle Ernte gehabt. Jetzt müsste man die Wiese abmähen, um dann wieder neue Triebe zu haben. Aber eigentlich geht es hier um den Sauerampfer. Und da haben ein paar Pflanzen nochmal neu ausgetrieben, neben dem Giersch und Spitzwegerich. Ich habe 2 Möglichkeiten, Sauerampfer zu verarbeiten. Einmal in der Suppe ganz frisch und den könnte man fermentieren. Die Mirabellen werden jetzt auch mehr und mehr reif und wir haben jetzt ganz, ganz viel so frisch gegessen, auch kleine Portionen täglich. Und es ist soweit, man könnte jetzt ein Mirabellenkompott oder Apfel-Mirabellenkompott machen. Es gibt da viele Möglichkeiten. Ich habe allerdings vom letzten Jahr eine ganze Menge noch. Es kommen vielleicht noch 10 Liter dazu und dann reicht es erstmal. Bei meinem Ölkürbis-Experiment kommen ungefähr 6 Kürbisse zusammen. Die werden ziemlich groß und es hat auch Spaß gemacht. Die ganze Aussaat, die Pflanzenbeobachtung, ich glaube, das steht meistens bei dem Experimentieren im Vordergrund. Interessant dabei ist, dass eigentlich die Experimente und mein Forscherdrang mich
zu Permakultur Idee und Gedanken gebracht haben. Die Kreisläufe selber ausprobieren, das war so interessant, dass ich das nicht sein lassen konnte. Und hier stehe ich und bin total glücklich mit Ergebnissen. Und jedes Jahr ist das immer unterschiedlich. Im nächsten Video möchte ich ganz gerne eine experimentelle Fläche zeigen, wo ich vertikal mehr einpflanze und Kürbisse, Tomaten und alles, was hier auf der Fläche so ein bisschen wild steht, ist da etwas komprimiert und das funktioniert auch als ein Kreislauf. Und möchtest du meine Experimente weiter mitverfolgen? Dann abonniere gerne den Kanal. Für heute verabschiede ich mich und sage Tschüss und bis zum nächsten Video. Ach, übrigens, Daumen nach oben kannst du mir auch geben.